Der berühmte Maler Salvador Dali sagte einmal: „Eines Tages werden wir zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes." Diese Aussage kann ich sowohl aus psychologischer als auch aus naturwissenschaftlicher Sicht voll und ganz bestätigen. Und das hat ganz konkrete Konsequenzen für jeden von uns. Daraus ergibt sich zum Beispiel, wie häufig du dich streitest, wie attraktiv du dich selbst findest, wie gut du mit dir umgehst und mit anderen. Wenn du wissen möchtest, wie das miteinander zusammenhängt, dann bleib dran. Am Ende des Videos gibt es auch noch ein kleines Experiment, mit dem du das Ganze im Alltag selbst überprüfen kannst. Bist du bereit? Dann let's go! Hast du gewusst, dass du in deinem Leben noch nie etwas direkt gesehen hast? Im Alltag haben wir permanent den Eindruck, die Welt so zu erleben, wie sie wirklich ist. Doch dieser Schein trügt. Wir haben zwar Augen zum Sehen, Ohren zum Hören, mit unserer Haut können wir Dinge spüren, mit unserem Mund schmecken und mit unserer Nase riechen. Deine Sinnesorgane erfassen jedoch nicht die Welt, wie sie wirklich ist. Sie verbinden lediglich die äußere physikalische Realität mit deiner subjektiven Wirklichkeit. Du siehst diese physikalische Realität nicht, dein Gehirn interpretiert sie und du erlebst das Ergebnis davon. In der äußeren physikalischen Realität gibt es nur Lichtteilchen, Atome und Moleküle, ein Meer aus Energie, als Wellen und Teilchen messbar, für sich alleine jedoch ohne Bedeutung. Denn Bedeutung und Meinung entsteht erst durch die Interpretation deines Gehirns. Dies hat vor 2400 Jahren der griechische Philosoph Demokrit, der erste, der die Idee von Atomen hatte, bereits erkannt, indem er sagte: Nur scheinbar hat ein Ding eine Farbe. Nur scheinbar ist es süß oder bitter. In Wirklichkeit gibt es nur Atome und leeren Raum. Alles andere ist bloß eine Meinung. Dein Gehirn interpretiert permanent alles, was um dich herum und in dir drin passiert, ohne dass du es bemerkst. Bedeutung und Meinung ist dann das von dir erlebte Ergebnis dieser Interpretation deines Gehirns. Es interpretiert mehrere Millionen Reize pro Sekunde, die aus der äußeren physikalischen Realität auf deine Sinnesorgane treffen. Dein Gehirn erzeugt daraus deine subjektive Wirklichkeit. Und diese hat oftmals nichts mehr mit dem zu tun, was in der äußeren Realität tatsächlich existiert. Du glaubst mir nicht? Dann wird es Zeit für ein paar Beispiele. Schau dir mal die grünen Kreise in der Mitte an. Siehst du, dass der rechte innere Kreis größer ist als der linke? Falls ja, dann ist in deinem Gehirn eine andere Wirklichkeit entstanden als das, was wirklich zu sehen ist, denn beide Kreise sind gleich groß. Unser Gehirn fügt manchmal auch etwas hinzu, das gar nicht existiert. In diesem Bild zum Beispiel gibt es gar kein Dreieck. Lediglich 3 kleine lustige Pac-Mans. Unsere subjektive Wirklichkeit, die wir erleben, kann sich auch je nach Kontext verändern, obwohl die äußere Realität sich überhaupt nicht verändert. Erwartet unser Gehirn zum Beispiel Buchstaben, dann zeigt es uns ein B. Erwartet es hingegen eine Zahl, dann verwandelt sich das B auf magische Weise in die Zahl 13. Oder diese Tänzerin hier, die sich im Uhrzeigersinn dreht. Oder dreht sie sich gegen den Uhrzeigersinn? Wie rum dreht sie sich in deiner subjektiven Wirklichkeit? Tatsächlich tut sie beides. Unser Gehirn entscheidet, welche Wirklichkeit wir sehen. Du siehst also nie das, was wirklich in der äußeren physikalischen Realität da ist, du erlebst stattdessen permanent das Ergebnis der Interpretation deines Gehirns. Dies gilt aber nicht nur für optische Täuschungen, sondern auch für dich selbst. Was siehst du zum Beispiel, wenn du dich im Spiegel anschaust? Einen liebenswerten Menschen, der okay ist, so wie er ist? Behandelst du diesen Menschen im Spiegel genauso gut wie die Menschen, die du am meisten liebst? Oder geht es dir manchmal eher so wie dieser Banane hier? Auch hier gilt, Bedeutung und Meinung entsteht erst in deinem Gehirn. Und wenn wir glauben, dass wir nicht gut genug sind, dann besteht die Gefahr, dass es uns wie dieser Banane geht, wenn wir über uns selbst nachdenken oder uns im Spiegel anschauen. Dann halten wir das, was wir in unserem inneren Monolog über uns selbst denken, für die absolute Wahrheit und bemerken dabei nicht, dass das, was wir in unserem inneren Monolog glauben, lediglich das Ergebnis der Interpretation unseres Gehirns ist, die wir permanent erleben und für so unfassbar real halten. Der große Psychiater Viktor Frankl sagte einmal dazu:
Man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen. Wie viel lässt du dir von dir selbst gefallen? Kannst du schon wahrnehmen, wie dein Gehirn interpretiert? Oder erlebst du bislang nur das Ergebnis der Interpretation? Die Antwort auf diese Frage spielt auch eine wichtige Rolle, wenn wir uns über jemanden oder etwas ärgern. Welche Zahl siehst du hier? Was ist das Ergebnis der Interpretation deines Gehirns? Und wenn du die Perspektive nun wechselst, wie ändert sich dann deine Meinung? Meinung ist der Ausschnitt der äußeren physikalischen Realität, den du aus deiner Perspektive erkennen kannst. Wechselst du die Perspektive, dann siehst du einen anderen Ausschnitt derselben Realität. Streit zwischen zwei Menschen entsteht immer dann, wenn wir den Perspektivwechsel nicht vollständig denken und fühlen können, sprich, wenn wir die Interpretation des Gehirns des anderen entweder nicht begreifen können oder nicht anerkennen wollen. Man könnte auch sagen, es gibt keinen Schuldigen bei einem Streit, die Ursache liegt immer in der Mitte. Und um zu erkennen, was in der Mitte liegt, ist es nötig, die Welt aus dem Körper des anderen heraus zu denken und zu fühlen. Denn eines ist klar, wir sehen die Welt nicht wie sie ist, wir sehen die Welt so, wie wir sind. Alles, was du siehst, hörst, denkst und fühlst, hat immer auch etwas mit dir selbst zu tun. Dein Erleben ist davon geprägt, wie dein Gehirn die Realität interpretiert. Deine subjektive Wirklichkeit, die dabei entsteht, wird von deinen früheren Erfahrungen beeinflusst, von all dem, was du erlebt und gelernt hast in deinem Leben, aber auch von deinen momentanen Bedürfnissen und Motiven, was du gerne hättest, was dich glücklich macht, was du vermeiden willst und natürlich von deinen Erwartungen an die Zukunft. Die Welt, die dein Gehirn hervorbringt, hängt auch immer davon ab, wie du dich jetzt gerade in diesem Moment fühlst. Und so bringen wir in jedem Moment eine Welt in uns hervor. Unser ganz persönliches inneres Abbild der äußeren physikalischen Realität, unsere subjektive Wirklichkeit. Ein wenig so, als hättest du eine Virtual Reality Brille auf, durch die du eine völlig real wirkende Welt erlebst. Der einzigste Unterschied ist, dass du deine Brille nicht aufsetzt, sondern dass dein Körper deine Brille ist und dein Nervensystem deine Realität erzeugt. Ein großer Teil dieser Meisterleistung vollbringt dein Gehirn. 100 Milliarden Nervenzellen, die durch etwa 100 Billionen Schaltstellen, sogenannten Synapsen, miteinander verbunden sind, bewerten und interpretieren alles, was durch deine Sinnesorgane in dich einströmt. Du siehst, hörst, riechst, schmeckst, fühlst nicht diese Realität, du erlebst das Ergebnis der Interpretation deines Gehirns. Bist du dir im Alltag darüber bewusst? Kannst du wahrnehmen, wie in dir deine Meinung zu etwas entsteht? Kannst du wahrnehmen, wie dein Gehirn interpretiert, oder erlebst du bislang nur das Ergebnis davon? Bist du bereit für ein kleines Experiment? Beobachte in den kommenden Tagen, wie dein Gehirn interpretiert, bzw. wie deine Meinung zu etwas oder über jemanden in dir entsteht. Achte hierfür besonders auf die Momente, wo du mit jemandem einen Streit beginnst oder du dich über jemand oder etwas ärgerst. Versuche so lange deine Perspektive auf das Streitthema zu wechseln, bis du die Perspektive des anderen nicht nur kognitiv verstehst, sondern auch fühlen kannst. Tu dies auch, wenn es dir widerstrebt, denn in dieser Übung geht es nicht darum, was dir wertvoll und wichtig ist, sondern dass du fühlst, was dem anderen wertvoll und wichtig ist und wie er zu seiner Meinung und Perspektive gelangt. Lade dir hierfür das kostenlose PDF runter, welches ich dir unterm Video verlinkt habe. Du wirst überrascht sein, wie viele Streits eine Frage der Perspektive sind. Wenn nun aber alles, was wir erleben, subjektiv ist, gibt es dann überhaupt so etwas wie Objektivität oder eine absolute Wahrheit? Was ist der Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Erkenntnis und einer subjektiven Wirklichkeit? Die Antwort darauf erfährst du in einem der nächsten Videos. In den kommenden Videos erhältst du auch noch weitere Tipps für den Umgang mit 6 neuer Situationen und dafür, wie du eine selbstbewusste Banane wirst. Und übrigens, wusstest du eigentlich schon, dass wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, du benachrichtigt wirst, wenn das nächste Video online ist? Lass gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bleibe bewusst und folge der Freude. Cheers!